Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute seit längerer Zeit auch mal wieder ein bisschen BMW-Content. Die Fahrzeuge der M4 GTS als auch mein M2 Competition haben ja Saisonkennzeichen, bedeutet also bei mir jetzt im spezifischen Fall April bis Oktober sind die zugelassen, also 4 bis 10. Und jetzt haben wir wieder April und es stehen ein paar Wartungsarbeiten an. Beim M4 wollte ich eigentlich zu BMW gehen. Dann wollten die aber irgendwie einen ganzen Tag das Auto haben für Ölwechsel, Hinterachse, Innenraumfilter und gegebenenfalls Luftfilter. Wobei Luftfilter, ich bin so wenig gefahren, das waren vielleicht 500 Kilometer. Die sind jetzt zwar 2 Jahre alt, die Luftfilter, aber die Laufleistung und auch das Alter ist da unkritisch. Das heißt, die Luftfilter werde ich nicht machen. Ansonsten mache ich natürlich einen Ölwechsel, Innenraumfilter und Hinterachs. Differentialöl. Heute geht es jetzt aber nur um den Innenraumfilter, habe ich hier schon hingelegt, 2-mal, weil ich den Innenraumfilter am M4 GTS und auch an meinem M2 Competition wechseln werde. Hier erwarte ich eigentlich, dass der Filter wie neu aussieht, denn der wurde erst gewechselt, als ich das Auto gekauft habe. Das heißt, da sind jetzt 500 Kilometer drauf. Das Ding muss eigentlich aussehen wie neu. Beim M2 bin ich mir unsicher, da habe ich selber noch nie gewechselt. Ich war zwar schon ein paar Mal bei BMW, weiß aber halt nicht, ob die das da auch mitgemacht haben. Das finden wir raus. Ansonsten Teilenummern technisch sind das die gleichen Teilenummern, egal ob M2 Competition oder M4 GTS. Es ist hier immer die 6411 237 555. Es gibt auch unterschiedliche Varianten wie bei anderen Herstellern, also solche ohne Aktivkohle und solche mit. Ich habe jetzt die Variante mit Aktivkohle genommen. Kann ich euch einmal zeigen. Da haben wir dann also hier in diesem entsprechenden Filtereinsatz ist eben auch ein bisschen Aktivkohle mit drin, soll dafür sorgen, dass unangenehme Gerüche besser rausgefiltert werden und auch insgesamt die Filterleistung ein bisschen höher ist. Bei den Filtern ohne Aktivkohle, die sind zwar ein bisschen günstiger, da wird aber das entsprechend nicht so gut rausgefiltert. Ich nutze die Filter ohne Aktivkohle meistens, wenn ich eine feuchte Klimaanlagenreinigung mache. Es gibt ja diese Sets oder diese Dosen, die sozusagen in den Innenraum so ein Desinfektionsreinigungsmittel verdampfen. Die stellt man dann unterhalb die Lüftung, stellt die Lüftung auf Umluft und dann wird sozusagen auch das System innen drin desinfiziert. Da ist durch diese Umluftfunktion die Dämpfe aus dieser Kartusche angesaugt werden. Im entsprechenden Lüftungssystem verteilen sich dann die Dämpfe und sollen eben dafür sorgen, dass das System ein bisschen gereinigt wird. Ist natürlich auch nicht 100%. Am besten geht es, wenn man mit so einer richtigen Lanze und dem Spezialreiniger in den Verdampfer reinhält. Das habe ich aber nicht, weder die Lanze noch eben diesen Spezialreiniger. Manchmal mache ich aber eben die Low-Budget-Lösung mit diesen Reinigungskits, die man einfach unten in den Fußraum stellt und dann eben, wie gesagt, auf Umluft das 20 Minuten laufen lässt. Und dafür, wenn ich das mache, da nutze ich die Filter, die ganz günstig sind, ohne Aktivkohle, denn da bildet sich ja dann Feuchtigkeit und den Filter mache ich danach wieder raus nach der Aktion und werfe den weg, weil ansonsten würde die Feuchtigkeit ja dafür sorgen, dass sich da auch wieder Bakterien oder irgendwas bilden. Das heißt, die billigen Filter nehme ich nur, wenn ich so eine Feuchtreinigungsaktion mache. Das war jetzt aber genug der Worte. Jetzt hätte ich gesagt, schicke ich euch in den Zeitraffer. Und wir müssen unten die Blende abbauen beim Handschuhfach. Bei meinem M2 Competition hängt ja noch der Race Navigator dran. Da habe ich ja so eine spezielle Konstruktion gebaut. Deswegen sollte ich aber trotzdem wunderbar an die Schrauben rankommen. Ich habe die, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, entsprechend freigelassen. Und dann Schrauben abklipsen und dann kommen wir an den Innenraumfilter ran. Den müssen wir auch ein bisschen biegen. Seht ihr dann aber alles jetzt gleich im folgenden Zeitraffer, beziehungsweise erstmal Zeitraffer-Demontage. Dann sage ich nochmal was kurz dazu, wenn ich es ausgebaut habe. Und dann tauschen wir den Filter und ich zeige euch das am M2 Competition und damit starten wir jetzt und danach auch am M4. So, jetzt habt ihr ein bisschen Zeitraffer gesehen. Ich habe jetzt die Verkleidung abgebaut. Das hier, wie gesagt, ist jetzt nicht Standard. Das ist die Befestigung für meinen Race Navigator. Die Standardbefestigungspunkte befinden sich hier und hier. Das waren die beiden Schrauben, die ihr im Zeitraffer gesehen habt, die ich gelöst habe. Und zum Lösen der Schrauben braucht ihr eine entsprechende 10er Nuss. Mit der 10er Nuss
kriegt ihr das dann entsprechend gelöst, die Schrauben. Ansonsten brauchen wir dann jetzt gleich auch noch einen entsprechenden Torx. Unten an der Verkleidung, die den Filter hält, es müssten auch nochmal 2 Torx-Schrauben sein. Wie gesagt, ich habe es noch nie gemacht, aber laut dem Handbuch ist das so. Ansonsten, was bei mir jetzt auch anders ist, falls ihr euch wundert, ich habe da so ein bisschen Alcantara-Folie drauf geklebt, damit hier vorne die Kante, also die Kante, die dann hier unten nachher sichtbar ist, ich zeige euch das, wenn es zusammengebaut ist, nochmal, damit das dann nicht Hartplastik ist, sondern eben Alcantara, sieht einfach ein bisschen hübscher aus. Also wie gesagt, bei mir ist das Teil schon ein bisschen modifiziert. Ansonsten, damit ihr das auch so komfortabel weglegen könnt, hat es hier noch einen Stecker für das Innenraumlicht oder für das Licht im Fußraum. Der ist da hinten der Stecker und den bekommt ihr raus, indem ihr einfach das Ganze vorsichtig nach unten drückt und nach hinten wegzieht. Also der ist ja hier eingesteckt und wie ihr sehen könnt, ist hier so eine kleine, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ist so eine kleine Nase. Das heißt, wenn ihr den Stecker nach unten drückt und nach hinten zieht, dann könnt ihr den lösen. Und wie gesagt, auf der Rückseite ist bei mir eben der Race Navigator angeschlossen, damit ich den eben immer in der Fahrt sicher entsprechend an Ort und Stelle habe und mir der nicht im Sichtfeld im Weg ist. Deswegen habe ich den da unten montiert. Da komme ich auch überall gut an die Anschlüsse ran. Und wie gesagt, man sieht da auch die Alcantara-Folie, die ich bezogen habe. Das ist, wie gesagt, jetzt nicht Standard. Ansonsten der Filter, der müsste sich jetzt dort unten befinden. Wie gesagt, der ist so ein bisschen, jetzt haben sich hier die Schrauben an meine Lampe magnetisiert. Der müsste sich da unten befinden. Ich gucke mal, ob ich das jetzt mit der Kamera eingefangen bekomme. Ja, man sieht jetzt diesen Halbkreis oder diesen Halbmond. Ich highlighte das jetzt mal in der Videobearbeitung und packe euch jetzt dann wieder in den Zeitraffer. Unter diesem Halbmond sitzt der Filter, das heißt, wir müssen den Filter auch ein bisschen biegen und da müssten auch 2 entsprechende Torx-Schrauben sein. Schaue ich mal, ob ich die mit der Kamera jetzt schon sehe. Ja, schwierig. Ich sehe sie noch nicht, vielleicht seht ihr sie auf der Aufnahme. Ich werde es jetzt aber auf jeden Fall lösen. Im Zeitraffer seht ihr es auf jeden Fall. Die Schrauben raus und dann hat es so Klipse, das seht ihr dann aber auch im Zeitraffer. Die müsst ihr eben auch entsprechend wegdrücken und dann könnt ihr den Deckel von dem Filter abziehen. Wie gesagt, ich packe euch jetzt in den Zeitraffer. Ich denke, dann müsste man das ganz gut sehen. So, hier waren jetzt wie gesagt noch 2 Schrauben verbaut. Die müsst ihr zuerst lösen. Das sind Torx 20. Also sprich mit einem 20er Torx kriegt ihr die problemlos gelöst. Wenn ihr die gelöst habt, dann habt ihr ja gesehen, gibt es hier solche Verriegelungsnasen. Auch wieder 2 Stück wie Schrauben. Eine hier und eine am hinteren Ende. Und da dann einfach ein bisschen nach vorne ziehen und das Ganze vorsichtig nach unten drücken. Das müsst ihr so ein bisschen parallel machen oder leicht nacheinander. Dann bekommt ihr die Abdeckung gelöst und jetzt seht ihr schon, hier kommt jetzt der Filter raus. Ja. Schauen wir uns gleich mal im Detail an, aber so ein bisschen Schmutz kann ich da schon erkennen. Wichtig ist jetzt auch, jetzt müssen wir uns merken, in welche Richtung war der verbaut. Das ist irgendwie relativ schwer. Der war jetzt verbaut mit der Aktivkohleseite zu uns und die Aufschrift nach unten. Und wir sehen auch, hier ist dann dieser Airflow-Pfeil, den kann man jetzt wahrscheinlich im Video schwer erkennen. Und bedeutet also, die Luft strömt hier rein und dann nach hinten durch. Deswegen ist die Aktivkohleseite eben hier und den schauen wir uns jetzt draußen mal ein bisschen genauer an. Ich habe so das Gefühl, obwohl der schon ein paar Mal, also 2-mal bei BMW in der Wartung war, sieht mir der Filter so aus, als ob der noch nicht gewechselt worden ist. Aber das deckt sich ja mit meinen Erfahrungen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es beim M4 GTS aussieht. Aber jetzt gucken wir uns erstmal den hier genauer an. Links habe ich jetzt den neuen Filter daneben gelegt. Und hier ist es jetzt auch so, dass eben entsprechend der Luftfluss, wir hier nochmal kontrollieren. So, hier ist der Pfeil Luftfluss. Das heißt, darauf müssen wir jetzt achten. Das ist jetzt hier bei meinem eine leicht andere Beschriftung. Aber gut, das kann natürlich sein, wenn sich da mal was ändert. Wie gesagt, wichtig ist jetzt, ich habe ihn rausgeholt. Das hat sozusagen zum Fahrzeugheck gezeigt, die Aktivkohleseite. Und der Luftflusspfeil war, dass die Luft hier reingeht. Jetzt schauen wir uns das mal an. Da ist es interessanterweise, hätte ich jetzt eher die Seite als die dunklere interpretiert. Aber wenn wir auf den Pfeil achten, und das ist das Entscheidende, dann muss das hier zum Fahrzeugheck zeigen, denn hier ist der Airflow-Pfeil eben, wie gesagt, in dann der gleichen Richtung wie bei dem Filter,
den wir rausgeholt haben. Hier kann man es jetzt ein bisschen schwer erkennen, aber hier ist dieser Pfeil vorhanden. Und wie gesagt, da in die Richtung. Jetzt gucken wir mal die Teilenummer. Die kann man hier auch nicht mehr erkennen. Also im Leben hat man den noch nicht gewechselt. Der ist auch richtig schwer. Also da ist wahrscheinlich viel Feuchtigkeit drin. Der hier hingegen ist relativ leicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass also der ist jetzt auch vom 30.10.23. Also ist relativ neu. Wie gesagt, habe ich ja vor einiger Zeit gekauft. Und hier kann ich ehrlich gesagt nicht erkennen, aus welchem Datum der ist. Ah doch, 16.10.18. Gut, dann ist das der Originalfilter. Ja, dann ist das genauso, wie ich das von den Werkstätten kenne. Ich habe zweimal Service bei BMW machen lassen, haben den Filter nie getauscht. Ich hatte auch gebeten, BMW Klimadesinfektion zu machen. Dadurch, dass sie den Filter nicht gewechselt haben, werden sie bestimmt auch nicht desinfiziert haben. Das heißt, das werde ich demnächst auch nochmal machen müssen. Aber hier kann man es noch ganz leicht erkennen. 16.10.18. Das Fahrzeug ist Baujahr 2019. Also ist das noch der Originalfilter. Schön. Danke, BMW. Gut, ja, man kennt's. Jetzt packe ich den hier wieder rein und packe euch dafür wieder in den Zeitraffer. So, jetzt habt ihr den Zeitraffer gesehen, wie ich den Filter wieder eingesetzt habe. Wie gesagt, ihr müsst ihn so ein bisschen biegen, damit er da eben entsprechend in diese Form passt, die hier vorgegeben ist. Dann den Deckel wieder anklipsen und entsprechend die beiden 20er Torx-Schrauben wieder eindrehen. Dann sind wir mit dem Filtertausch durch. Wie gesagt, gut, dass ich das jetzt gemacht habe. Jetzt baue ich das Handschuhfach wieder ein und dann sauge ich hier noch mal ein bisschen raus, denn ein paar Krümel, man kann das da unten sehen, ein bisschen was ist rausgekrümelt, das sauge ich dann gleich weg. Jetzt baue ich aber erstmal das Handschuhfach ein. Dafür stecke ich jetzt erst wieder den Stecker an und dann müssen wir hier hinten, hat so eine Nase oder so eine Führung, das hier, dieses Plastikstück. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen sehen im Video. Da müssen wir jetzt darauf achten, dass wir diese Abdeckung da entsprechend richtig einfädeln, dass die da richtig sitzt, sonst können wir die nicht entsprechend an den Haltepunkten hier und auf der anderen Seite verschrauben. Und wenn das da nicht richtig drauf sitzt, dann klappert das eben, ne, wenn ihr Musik hört oder irgendwie eine unebene Straße befahrt. Deswegen darauf achten, dass das hier hinten richtig reinschiebt. Und wie gesagt, ich baue das jetzt einmal ein, lasse dabei wieder den Zeitraffer laufen. So, jetzt habe ich das wieder befestigt, habt ihr ja gesehen. Wie gesagt, hier ist jetzt bei mir eben Alcantara, das ist nicht Standard. Was auch noch sozusagen wichtig ist, wo ihr darauf achten solltet, ist mir gerade eben auch passiert. Hier drüben, wo sozusagen sich die Mittelkonsolen oder die Blende von der Mittelkonsole trifft und eben diese Blende hier von der Fußraum-Untenverkleidung oder von dieser unteren Fußraumverkleidung. Da habt ihr ja gesehen, gibt es auch nochmal so eine Führungsnase hier und die muss natürlich unter die Verkleidung von der Mittelkonsole. Da müsst ihr also auch drauf achten. Wir haben also nicht nur den Punkt hier hinten zum Einhängen und hier an der Seite zum Einhängen, sondern eben auch an der Seitenflanke von der Mittelkonsolenverkleidung. Die 3 Punkte müssen wir treffen und dann eben die beiden Schrauben wieder reinsetzen. Und dann ist der Innenraumfilter gewechselt. Sollte man alle 2 Jahre machen. Jetzt hätte ich gesagt, sauge ich hier noch ein bisschen raus. Und dann schauen wir uns das Ganze mal beim M4 GTS an. Ist ja ein bisschen ein besonderes Fahrzeug. Mal gucken.
So, jetzt habt ihr hier nochmal aus einer anderen Perspektive den Zeitraffer gesehen, aber exakt gleiches Spiel. Hier jetzt auch die identische Verkleidung, also die ist baugleich zum M2 Competition. Da habe ich jetzt gar keinen Unterschied feststellen können. Einziger Unterschied, der mir aufgefallen ist, sind die verwendeten Schrauben. Beim M2 sind solche schwarzen, relativ kurzen Gussschrauben verwendet worden und hier sind relativ hochwertige Schrauben im Einsatz, auch ein bisschen länger vom Gewinde mit einer Unterlegscheibe. Keine Ahnung, wieso das der Fall ist, aber das ist der einzige Unterschied, den ich ausmachen konnte. Ansonsten filtertechnisch sieht das wohl so aus, als ob man sich bei den Sondermodellen noch ein bisschen mehr Mühe gibt. Jetzt können wir mal schauen. Jawohl, das ist vorbildlich. Als ich das Auto gekauft habe, hat man mir versichert, nochmal Ölwechsel gemacht zu haben, Filter, also Luftfilter als auch Innenraumfilter. Und das ist hier tatsächlich passiert. Hier haben wir also ein Datum 4.5.23. Das ist vorbildlich, so gehört sich das. War allerdings auch eine andere BMW-Werkstatt, wo ich das Auto gekauft habe, oder beziehungsweise eine andere BMW-Händlergruppe. Das Auto habe ich bei Stadl, BMW Stadl gekauft. Also da muss ich sagen, bin ich jetzt wirklich, es hört sich jetzt ein bisschen blöd an, mit positiv überrascht. Das ist ja eigentlich, sage ich mal, das, wovon man ausgehen sollte. Allerdings habe ich halt die Erfahrung gemacht, dass es bei den Werkstätten, wo ich sonst so war, eben genau nicht so ist, wie man es erwarten sollte. Es wird zwar aufgeschrieben, aber nicht getauscht. Haben wir ja gerade beim M2 gesehen. Den M2 habe ich nicht bei Stadl gekauft, bei einem anderen großen BMW-Händler. Und ja, da hat man zweimal Service gemacht und das auch immer schön aufgeschrieben, aber nie gewechselt. Hier, so gehört sich das. Und der ist auch noch wirklich top. Da muss ich ganz ehrlich sein, den werde ich jetzt noch nicht wechseln. Den werde ich drin lassen. Der ist einwandfrei. Der ist auch nicht wirklich schwerer geworden. Das heißt, da hat sich jetzt auch noch nicht Feuchtigkeit oder irgendwas abgesammelt. Und da ist auch wirklich ja, so gut wie gar nichts drin. Und 23, den fahre ich jetzt auf jeden Fall nochmal eine Saison. Ich fahre das Auto ja eh nicht viel. Und dann wechsle ich den oder tausche ich den nächstes Jahr. Ich packe den jetzt wieder rein. Aber ihr habt es jetzt zumindest bei beiden Fahrzeugen gesehen. Vorgehensweise ist identisch. Auch hier die Geschichte mit dem kleinen Stecker für das Licht, was dann nachher den Fußraum beleuchtet, ist also wirklich schnell gemacht. Ihr braucht nur eine 10er Nuss und eben einen 20er Torx und ein bisschen Geduld, ein bisschen Fingerspitzengefühl und dann bekommt ihr das wunderbar hin. Ich packe den jetzt wieder rein. Schauen wir uns das an, wie es wieder aussieht, wenn es wieder zusammengebaut ist. So, ich habe jetzt wieder alles zusammengebaut. Das habe ich jetzt nicht in Zeitraffer gezeigt. Das kennt ihr ja schon. Wie gesagt, nostalgische Stelle. Hier müsst ihr darauf achten, dass die Nase unterhalb von der Verkleidung von der Mittelkonsole ist und dass hier hinten die Nase und die Nase hier an der Seite, dass die in dieser entsprechenden Schiene sitzt. Dann hier die Klipse wieder reindrücken und die Schrauben festmachen und ihr seid durch. Also ich sag mal 15 Minuten braucht man, um hier den Innenraumfilter zu wechseln. Das geht wirklich sehr gut. Man kommt überall sehr, sehr gut ran. Insofern war es das fürs heutige Video. Jetzt habt ihr gesehen, Innenraumfiltertausch am M4 GTS und am M2 Competition ist, wie gesagt, identisch. Einziger Unterschied waren die Schrauben, die die Abdeckung hier unten halten. Die waren beim M4 GTS andere. Ansonsten ist es von der Nuss, die ihr braucht, auch eine 10er Nuss und eine 20er Torx. Eine 10er Nuss, um die Verkleidung zu lösen, beziehungsweise die beiden Schrauben der Verkleidung zu lösen. Und den 20er Torx braucht ihr, um die beiden Schrauben, die sich unten an der Verkleidung befinden, die den Innenraumfilter in Position hält. Insofern, wie gesagt, eine schnelle Nummer und ist identisch bei beiden Fahrzeugen. Zeittechnisch, wie gesagt, circa 15 Minuten, dann ist das gewechselt. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.